Wer kennt das nicht? Ein Fehlkauf am In-Sim-Marktplatz des Microsoft Flight Simulators ist mehr als ärgerlich. Dass ihr als Verbraucher eine Möglichkeit einer Rückerstattung habt, das ist vielen gar nicht so sehr bewusst, wie eine kürzliche Umfrage im Community-Bereich meines Kanals ergab. In diesem Video erfährst du, welche Voraussetzungen dafür zu erfüllen sind und wie das Ganze funktioniert. Herzlich willkommen auf Andiana TV, schön, dass du da bist. Eines noch vorweg, im Laufe der Zeit bekommt man ein sehr gutes Gespür für die ganze Sache. Es gibt Entwickler, die einem die schönsten Luftballons versprechen und einfach nicht abliefern. Meidet diese einfach zukünftig und gebt euer Geld dort aus, wo es sich wirklich lohnt. Bezieht die Community mit ein und tauscht eure Erfahrungen aus. Sollte es dennoch passieren, findet ihr unten in der Videobeschreibung diesen Link. Die Grundvoraussetzung für eine Rückerstattung ist der Kauf am Microsoft-Marktplatz bzw. in unserem Fall der Kauf am In-Sim-Marktplatz des Microsoft Flight Simulators. Drittanbieter-Einkäufe von fremden Homepages und so weiter werden hier nicht berücksichtigt. Wichtig ist auch, dass ihr innerhalb 14 Tage die Rückanforderung stellt und dass ihr den Inhalt nicht übermäßig viel genutzt habt. Über den großen grünen Anmelde-Button müssen wir uns dann mit unserem Microsoft-Account, mit dem wir den Inhalt gekauft haben, uns hier auch entsprechend anmelden. Vorab werfen wir aber hier noch einen Blick rein, denn neben der beiden bereits genannten Punkte ist hier auch noch ein wichtiger Punkt mit am Start, und zwar gibt es eine Beschränkung hinsichtlich der Anzahl der möglichen Rückerstattungen. Diese wird hier nicht weiter definiert, allerdings weiß ich aus dem Austausch mit der Community heraus, dass es meist nach der dritten Rückerstattung zu weiteren Rückfragen durch Microsoft kommt und nachgehakt wird. Und unter dem Punkt, was unter digitalen Spielprodukten abgedeckt ist, ist hier ganz klar nochmal definiert: dauerhafte Inhalte für digitale Spiele. Und genau darum geht es, wenn wir über kostenpflichtige Zusatzinhalte für den Microsoft Flight Simulator sprechen. Wir melden uns also an, und nochmal, es muss das Microsoft-Konto sein, mit dem ihr den Inhalt auch gekauft habt, sonst taucht hier natürlich nichts auf. Und hier seht ihr dann natürlich alles, also nicht nur Inhalte für den Microsoft Flight Simulator, sondern alles, was ihr über dieses Konto gekauft habt. Über den Reiter Verfügbarkeit anfordern seht ihr hier unten die Inhalte, die ihr anfordern könnt. Hier wird allerdings bereits unterschieden. Unter Anforderungen verfügbar, auch gekennzeichnet durch den grünen Haken vorneweg, versteht man Inhalte, die die Anforderungen bereits erfüllen, also Thema 14 Tage und so weiter. Inhalte mit dem Hinweis Anforderungsbegründung, vorneweg mit dem Ausrufezeichen im Dreieck, erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Das wird auch im nächsten Punkt direkt mit einem Grund begleitet: Artikel wurde vor über 14 Tagen gekauft. Das ist jetzt noch kein K.O.-Kriterium und ihr könnt euren Antrag trotzdem stellen, aber die Bedingungen sind nicht erfüllt und der ganze Ablauf natürlich dadurch erschwert. Eine Ablehnung der Rückerstattung ist somit wahrscheinlicher. Was für die Darstellung der Inhalte für den Microsoft Flight Simulator in dieser Maske leider erschwerend hinzukommt, ist die Tatsache, dass man nicht wirklich erkennen kann, was wurde denn hier gekauft. Es ist wichtig, dass ihr euer Datum kennt, wann ihr gekauft habt. Ansonsten ist hier nur noch eine Auftragsnummer hinterlegt und eben Flight Sim Credits. Diese lassen umgerechnet dann auch auf den Kaufpreis schließen, aber es ist einfach schlicht sehr schwierig, Inhalte zuzuordnen. Wenn ihr euren Inhalt dann habt, dann hakt ihr den entsprechend an und geht auf eine Erstattung anfordern. Also bitte anhaken, sonst bleibt das ausgegraut. Haken setzen und dann auf Anfordern gehen. In der darauf folgenden Maske, die ich jetzt hier aus Datenschutzgründen nicht zeige, gebt ihr eure Gründe an und versendet euren Antrag. Unter dem Reiter Status der Rückerstattung seht ihr dann alle bereits genehmigten Rückerstattungen und die laufenden und deren Status. Wie ihr sehen könnt, habe ich in diesem Jahr bereits 2 Rückanforderungen gestellt. Beide wurden genehmigt. Klare Sache, der beste Fehlkauf ist der, den man nicht durchführt. Seht euch die Inhalte im Vorfeld genau an, geht auch mal auf die Homepage der Entwickler, sammelt Eindrücke und tauscht euch mit der Community aus, gerne auch über den Discord-Server. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video hier eine Hilfestellung für den Ablauf einer Rückerstattung geben. Solltest du Fragen oder Ergänzungen zum Gezeigten haben, nutze bitte gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.